In diesem Video erkläre ich, so Gott will, wie man die Sparkasse Online-App nach den letzten Updates aktiviert, die an der App vorgenommen wurden, vor etwa 2 Jahren. Ich habe schon ein Video zur Aktivierung der Sparkasse Online-App erklärt. Gab jetzt einige Updates und Änderungen an der App. Deshalb ist die Aktivierung etwas anders geworden. Deshalb mache ich jetzt ein neues Video zur Aktivierung von Online-Banking der Sparkasse nach den Änderungen an der App im Jahr 2025. Jetzt weißt du ja, um die App zu aktivieren, lädst du auf dein Handy die Push-Tan-App zusammen mit der Online-Banking-App laden. Und das Wichtigste ist natürlich, du gehst zur Bank und fragst dort nach den Unterlagen zur Aktivierung von Online-Banking der Sparkasse. Natürlich gibt dir die Bank 2 Blätter. Das erste Blatt zur Aktivierung der Push-Tan-App enthält einen Barcode. Und das zweite Blatt enthält die Nummer und den PIN-Code. Ich zum Beispiel bin zur Bank gegangen, habe die Unterlagen zur Aktivierung des Online-Bankings angefordert. Zum ersten Mal. Und man gab mir die Unterlagen, die so aussehen. Dieses Blatt ist das erste, das ich für die Push-Tan-App erhielt. Dieses erste Blatt wird dir natürlich die Bank geben. Sie gibt dir 2 Blätter. Das erste enthält einen Barcode, wie ihr hier bei mir seht. Und das zweite Blatt sieht so aus, dass es die Codes enthält, wie ihr hier bei mir seht, IDs, lange Nummern. Zusätzlich zu den PIN-Codes. Also wie gesagt, die Bank wird von dir verlangen, dass sie dir die beiden Blätter gibt. Dies ist das erste Blatt. Und das zweite Blatt, das auf dem ersten Blatt basiert, das einen Barcode enthält, und das zweite Blatt, das Codes enthält. Wie ihr seht, haben Sie dieses zweite Blatt, das Codes enthält. Ich nehme diese beiden Blätter und beginne mit den Schritten zur Aktivierung von Online-Banking. Der erste Schritt zur Aktivierung von Online-Banking. Zuerst beginne ich mit der Push-Tan-App. Ich gehe nach unten zu Jawal. Ich nehme dieses erste Blatt, das hier so aussieht, das zu ihr gehört, in der Push-Tan-App und dem Blatt mit Barcode auf. Diese Weise. Jetzt beginne ich mit den Schritten. Jetzt beginne ich mit den Schritten zur Aktivierung von Online-Banking der Sparkasse. Ich öffne die Push-Tan-App, die hier in der dritten Ansicht ist. Die Push-Tan-App. Ich werde darauf tippen. So, ich tippe auf die Push-Tan-App. Ich tippe darauf. So, sie wird mich in der dritten Ansicht direkt auffordern, auf sie zu tippen. So, ich werde darauf tippen auf das rote Quadrat, 90 gestimmt. Ich tippe darauf. So, dann gelange ich direkt zur nächsten Ansicht. Ich tippe auf Weiter. Ich tippe auf Zulassen. Ich tippe auf Weiter. Jetzt werde ich aufgefordert, ein App-eigenes Passwort einzugeben, das du dir merken sollst. Ein Passwort für die App. Das Passwort soll Symbole enthalten und Zahlen und Buchstaben. Ich gebe ein spezielles Passwort ein und Zahlen und Buchstaben. Ich gebe ein spezifisches Passwort ein für die Push-Tan-App und ich gehe weiter. Ich habe eingegeben ein spezielles Passwort für die App, das Symbole enthält, sowie Zahlen, Buchstaben und besondere Symbole. Danach drücke ich auf Weiter. Jetzt wiederhole ich dasselbe Passwort für die App, das ich zuerst eingegeben habe. Ich wiederhole. Dasselbe Passwort. Ich gebe es hier ein. In dieses Feld, ich wiederhole dasselbe Passwort für die App, das ich zuerst eingegeben habe. Danach drücke ich auf Weiter. Hier fragt man mich, ob ich das Passwort oder den Fingerabdruck verwenden willst. Bei dir wäre das aktiviert. Ich auch. Die App per Fingerabdruck öffnen. Ich wähle die rote Option Biometrie. Biometrie, das heißt die Funktionen verwenden. Ich drücke darauf auf Weiter. Ich werde dich bitten, deinen Fingerabdruck einzugeben, damit die App per Fingerabdruck geöffnet wird. Ich gebe den Fingerabdruck wie folgt ein. Jetzt ist das Fenster bei mir so aufgetaucht. Ich aktiviere hier den Schalter, den ich habe. Ich habe aktiviert das hier. Den Schalter. Jetzt klicke ich auf Weiter. Jetzt noch. Fragt man dich, ob du dich zum ersten Mal anmeldest. Jetzt sage ich, für mich geht es darum, die App erstmals zu aktivieren. Ich wähle die zweite Option, neue Registrierung. Das heißt Anmeldung. Jetzt klicke ich auf die zweite Option, neue Registrierung. Jetzt werden sie dich fragen, ob du ein Blatt hast, auf dem der Barcode steht, ob du den Barcode gerade bei dir hast. Hast du das Blatt mit dem Barcode gerade bei dir oder nicht? Wenn du es nicht hast, kannst du es über die zweite Option anfordern. Bei mir ist das Blatt der Push-Tan-App vorhanden. Bei mir, also wähle ich die erste Option, die Option vorhanden, die ich gerade bei mir habe. Ich wähle die Option. Die erste. Wir haben darauf gedrückt. Jetzt fordert man dich auf, die Kamera zu öffnen, damit du scannen kannst zwischen der Kamera des Handys und dem Barcode, der in der Push-Tan-App auf dem Blatt ist. Ich drücke auf das Wort Kamera. Ich aktiviere.
Gib ihr während der Erlaubnis zu drücken auf Abonnieren des Kanals. Du holst das Blatt, das nur den Code enthält. Du holst das Blatt, das nur den Code enthält und hältst es näher an die Kamera, damit du den Scan machen kannst. Bei mir hole ich das Blatt, das den Barcode enthält und mache einen Scan zwischen ihm und meinem Handy. Ich habe einen Scan zwischen meinem Handy und dem Barcode auf dem Blatt zur Aktivierung gemacht der Push-Tan-App. Jetzt erscheint Folgendes. Jetzt drücke ich auf Weiter. Jetzt drücke ich auf Weiter. Jetzt. Jetzt drücke ich auf Weiter. 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 Jetzt lege ich links das Bild vom zweiten Blatt, das sie dir gegeben haben. Die Bank hat einen Code. Ein Blatt bestehend aus einer PIN. Jetzt hole ich den Code, den sie mir gegeben haben, die Bank auf dem Blatt. Dem zweiten Blatt mit der PIN, das sie mir gegeben haben. Auf dem zweiten Blatt und ich gebe ihn hier ein. In diese Felder. Zuerst gebe ich den Anmeldenamen ein. Ich habe die PIN eingegeben, die mir die Bank auf dem zweiten Blatt gegeben hat. Die PIN besteht aus 5 Zahlen. Ich werde den PIN-Code eingeben. Nachdem ich die PIN eingegeben habe, mit der Nummer der PIN, die auf dem zweiten Blatt steht, drücke ich auf Weiter. Ich drücke 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 weiter. Zeiten, wenn du dein Handy zurücksetzt, wird dieser Code von dir verlangt. Natürlich habe ich dir gesagt, dass du das Passwort für die App und diese PIN aufbewahren musst. Dieser PIN-Code ist wichtig. Ein neuer PIN-Code. Jetzt wird von mir verlangt, dass ich einen neuen PIN-Code für die App eingebe. Der Sparkasse. Und jetzt gebe ich einen neuen Code ein. Jetzt habe ich einen neuen PIN-Code eingegeben. Jetzt drücke ich auf PIN festlegen. Jetzt werde ich aufgefordert, denselben neuen PIN-Code noch einmal einzugeben, den ich zuvor eingab. Jetzt gebe ich den neuen PIN-Code erneut ein, den ich zuvor eingegeben habe. Jetzt habe ich denselben neuen PIN-Code noch einmal eingegeben, den ich eingegeben hatte. Jetzt drücke ich auf PIN bestätigen. Jetzt werde ich aufgefordert, meinen Fingerabdruck einzugeben. Ich gebe den Fingerabdruck ein. Sie sagen mir, dass die Aktivierung der Push-Tan-App erfolgreich war. Jetzt drücke ich auf Fertig. Wir klicken auf Fertig und damit sind wir mit dem ersten Schritt fertig. Zur Aktivierung der Push-Tan-App. Jetzt gehen wir zum zweiten Schritt. Weiter zur Push-Tan-App. Zur eigentlichen App. Jetzt haben wir die Push-Tan-App aktiviert. Jetzt gehen wir zur zweiten App. Diese Push-Tan-App haben wir fertig aktiviert. Jetzt gehen wir zur Push-Tan-App. Wir tippen darauf so. Erscheint es bei mir auf die folgende Weise. Ich drücke auf Einstellungen. Starten, also Beginn der Aktivierung. Danach drücke ich auf Weiter. Jetzt werde ich aufgefordert, dass ich ein Passwort eingebe. Natürlich ist es am besten das Passwort in der Online-Banking der Sparkasse. Das gleiche in der Push-Tan-App und im App. Sollte das normale, jetzt gebe ich ein Passwort in der Push-Tan-App ein. Ich gebe es ein bei mir natürlich. Ich nehme das gleiche Passwort wie das alte. Das Passwort sollte enthalten Symbole, Zahlen und Großbuchstaben. Jetzt habe ich das Passwort eingegeben und alles wurde mir grün angezeigt. Also ein starkes, erlaubtes Passwort. Nachdem ich das Passwort eingegeben habe, drücke ich auf Weiter. Weiter. Jetzt werde ich aufgefordert, dass ich das gleiche Passwort noch einmal eingebe. Ich wiederhole. Dasselbe Passwort. Das gleiche. Jetzt wiederhole ich. Dasselbe Passwort für die App Online-Banking der Sparkasse. Jetzt drücke ich auf Weiter. So sieht es aus. Ich sage Ihnen, Sie können den Fingerabdruck verwenden, um die App zu öffnen. Natürlich wähle ich die rote Option Biometrie zum Öffnen der App. Über den Fingerabdruck wähle ich die rote Option Biometrie. Tippe darauf. So werde ich Sie bitten, Ihren Fingerabdruck einzugeben. Ich gebe den Fingerabdruck ein. Jetzt werde ich Sie bitten, dass Sie die PLC oder PIC-Nummer eingeben, die auf der Karte oder der Bank steht, die Sie gerade haben. Natürlich. Wo ist die PLC-Nummer? Diese PLC-Nummer steht auf der Rückseite der Karte oder Sie können einfach den Namen der Bank eingeben. Zum Beispiel Sparkasse Nürnberg, Sparkasse Bochum, Sparkasse. Jetzt bitte ich dich, die BLZ einzugeben oder die BLZ auf der Karte oder die Bank, bei der du gerade bist.
Natürlich, wo findet man die BLZ? Die BLZ steht auf der Karte. Auf der Rückseite der Karte. Oder du kannst einfach den Banknamen eingeben. Zum Beispiel Sparkasse Nürnberg, Sparkasse Bochum, Sparkasse Berlin. Oder du gibst die Nummer ein. Ich werde direkt den Banknamen eingeben. Ich habe direkt den Banknamen eingegeben. Dann werde ich aufgefordert, mein Anmeldepasswort und den PIN-Code einzugeben. Das Anmeldepasswort steht auf dem zweiten Blatt, das mir die Bank gegeben hat. Und den PIN-Code werde ich neu eingeben, den ich festgelegt habe. Ich gebe das Anmeldepasswort ein, das Sie mir gegeben haben. Auf dem zweiten Blatt habe ich es eingegeben. Ich habe das Passwort eingegeben. Jetzt den neuen PIN-Code ein, den ich eingegeben habe, als man mich bat, einen neuen PIN-Code festzulegen. Ich gebe den PIN-Code jetzt erneut ein. Das Passwort ist unterschiedlich. Für die App und dem neuen PIN-Code. Das Passwort ist nur dafür da, die App auf dem Handy zu öffnen, während der PIN-Code auf allen Geräten und Handys am Laptop oder am Handy verwendet werden kann. Natürlich, du sollst dir das zu 100% merken und nicht vergessen, denn du wirst ihn brauchen, wenn du dich bei deinem Online-Banking von einem anderen Handy aus anmelden willst. Jetzt gebe ich im Online-Banking den PIN-Code ein, den ich vorher eingegeben habe. Jetzt werde ich den neuen Code eingeben. Nachdem ich hier den neuen PIN-Code eingegeben habe, werde ich diesen Schlüssel hier aktivieren. Ich aktiviere ihn jetzt. Ich habe ihn aktiviert. Danach drücke ich auf Anmelden. Jetzt werde ich direkt zur Push-Tan-App weitergeleitet, damit ich die Zustimmung gebe. Jetzt gebe ich den Fingerabdruck ein. Jetzt zeigt es euch an, dass gerade eine neue Registrierung in der Online-Banking-App von Sparkasse erfolgt. Jetzt ziehe ich den Schlüssel nach rechts. Ich ziehe ihn so. Ich gebe auch den Fingerabdruck ein. Jetzt hat er es mir so angezeigt. Danach gebe ich euch die Zustimmung über die Push-Tan-App. Ich tippe auf Erlauben. Ich erlaube die Benachrichtigungen. Beim ersten Mal, wenn du wissen möchtest, welche neuen Updates es bei der Sparkassen-App gibt, kannst du das überspringen. So gelangen sie direkt in ihr Konto in der App der Sparkasse zum Teil. Ist die Methode, wenn ich es richtig erklärt habe, ausreichend, um die App zu aktivieren, der Sparkasse Online nach dem letzten Update, das auf die App gekommen ist. Das Video wird, so Gott will, sein beendet und wir sehen uns im nächsten Video. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.